20 Jahre alt, 300.000 Kilometer Busfahrgestell, ja, und er fährt noch wie am ersten Tag. Hier ist Heiko Hülsmann, grüß dich. Hallo Sven. Ja, heute große Tour haben wir gedreht und da hat der Heiko zu mir gesagt, du Sven, du musst dir dieses Auto angucken, der ist 20 Jahre alt und da machen wir gleich mal eine Roomtour. Der steht da im Lack, erste Hand, erster Lack, wie am ersten Tag, so, fast. Ja genau, das ist eben so eine schöne Referenz, wo du sehen kannst, wie so ein Auto nach 20 Jahren noch aussieht. Ich finde das traumhaft. Das ist eben auch noch die Lackqualität, wie wir sie heute haben und händisch lackiert. Da kannst du auch mal polieren und den noch in diese Qualität bringen. Und wie gesagt, über 300.000 Kilometer, also das ist keiner, der jetzt irgendwo lange gestanden hat und deswegen so toll aussieht. Nein, der wurde auch wirklich genutzt. Und ja, man wird auch mal irgendwo ein bisschen Gebrauchsspuren sehen, aber im Prinzip steht er einfach super da und ich finde, das ist eine super Referenz, wo man sehen kann, wie so ein Auto nach 20 Jahren noch dasteht. Ist ja cool. Du sprichst ja wie so ein Gebrauchtwarenhändler in Essen-Bottrop. Der steht super da. Nee, aber ohne Witz, der steht super da. Das ist also 20 Jahre alt. Ja genau, das darf man nicht vergessen. Also 2001 ist es. Ja, ein 2000er ist es sogar, also 21 Jahre alt. Nein, ich finde das begeisternd, wie man so ein Auto erhalten kann. So. Er hat die komplette DNA, die Gene von Variomobil, obwohl er 20 Jahre alt ist. Da warst du ja schon hier, oder? Das heißt, du hast den selber geplant? Den kenne ich schon, den habe ich mit selber geplant, genau. Und ich kenne seitdem alle Autos, die rausgegangen sind. Ich kenne die Kundennamen und ich weiß, welches Auto das ist. Und das ist schon schon damals sehr, sehr gut gebaut. Aber was hat der damals ungefähr gekostet? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber müsste ich nachschauen. Aber das wird irgendwo im Bereich 500.000 D-Mark dann noch gewesen sein. Gut, das wären heute 500.000 Euro, kann man sagen. Ja, so ungefähr. Und, aber du siehst die typische Lackierung, das ist diese Sichellackierung, die wir hier draußen haben. Auch da gab es schon eben die Individualität für den Kunden. Der hat hier diese grünen Komponenten genommen mit so einem... das ist auch die Original-Aufkleber, die drauf sind. Das ist Aufkleber oder Lackierung? Das ist eine Lackierung eben. Ja. Und, das ist Lackierung? Das ist Lackierung, ja. Das ist ja Handarbeit, oder? Das ist auch schon sehr aufwendig gewesen, genau. Da hat man Lackierschablonen halt, wo du dann sagen kannst, jetzt kannst du das lackieren, ja. Krass, da ist jetzt ein Reisebusfahrgestell drunter. Habt ihr das Auto noch in der Form? Also einen Heckmotor gibt es nach wie vor als Fahrgestell, das könnte man verwenden, ja. Heckmotor, Vorteile? Sehr leise? Heckmotor heißt eben genau Motor hinten und somit weg vom Fahrer-Beifahrer-Bereich und dadurch bedingt einfach relativ leise. Aber es ist eben hauptsächlich damals so gewesen, dass man zwischen den Sitzen vorne bei einem Frontmotor einen recht hohen Motordeckel gehabt hat. Das hat man heute nicht mehr, weil wir die Laufböden ja so hochziehen, dass der Motordeckel integriert ist. Darum geht man auch immer mehr weg von einem Heckmotor. Man braucht das nicht mehr für den Komfort. Und man will eben eine Heckgarage oder ein Heckstaufach haben, was dann beim Heckmotor eben nicht ganz so möglich ist. So, das heißt der ganze Wassertank gewesen damals? Nee, das ist eine spezielle Toilettenanlage gewesen, die der Kunde gewünscht hat. Aber was ist das für eine? Ach ja, das ist so eine Vakuumtoilette. Geht das? Ja, ich bin jetzt kein Freund davon, aber... funktioniert? Es funktioniert, ja. Wie funktioniert die ungefähr? Wie im Flugzeug. Ein Zaker, so ein bisschen? Ja, ähnlich, aber... ja. Ja, genau. Mhm. Okay, cool. Da ist Busfahrgestell, das heißt, ich habe Busplatz oder wie muss ich mir das vorstellen? Was meinst du mit Busplatz, Stellplatz oder was? Ich habe jetzt gedacht, ein Busfahrgestell bedeutet, ich kann also auch jetzt hier die Koffer durchladen von vorn nach hinten. Ach so, nein, das kannst du hier nicht, weil natürlich in der Mitte auch der Rahmen ist. Heizung, was ist eine Heizung drin, eine alte? Eine alte ist da drin, ja. Eine alte 3010 oder was? Nee, das war noch die 3000er. 3000er? Würde ich sagen, ja. Ich müsste nachgucken, aber... Und die funktioniert heute noch wie am ersten Tag? Natürlich, die wird natürlich auch zwischendurch dann gewartet und geserviced. Und ja, die funktioniert super. Hier, Kraftstoff? Das ist Dieseltank, genau. Okay.
So, dann schön habt ihr hier die Abdeckung in Edelstahl. Was ist das? Abdeckung drauf? Das sind Edelstahl-Razzieblenden, genau. Das Original kam so mit dem Fahrgestell? Das machen wir so. Hier ist auch eine spezielle Felge drauf. Das heißt, eine Felge mit einer anderen Einpresstiefe, sodass der Reifen weiter rauskommt. Eigentlich sitzt der weiter drinnen und ist dann auch so geschüsselt nach außen. Ah, okay. Das ist hier, damit die Spur ein bisschen breiter kommt. Hier, was ist hier drunter? Nochmal ein Staufach. Also wir reden über ein 20 Jahre altes Auto. Der steht da wie am ersten Tag, ganz ehrlich. Ja, ganz so vielleicht nicht, aber steht sehr gut da. Da sind jetzt zum Beispiel Leitungen reingelegt, weil der neue Besitzer Leitungen haben wollte und um da was nachzurüsten. Das will er selber machen. Das ist auch ein fahrzeugaffiner Mensch. Und, Frage, sag mal, wenn ich was nachrüsten will, habt ihr Kabelkanäle eigentlich in den Autos oder wie funktioniert das? Ja, genau. Wir haben wirklich von vorne bis hinten zum Heck Kabelkanäle, sodass ich im Prinzip die Hängeschränke aufmache, die Deckel runternehme von den Kabelkanälen und dann im Prinzip durchlege. So, und das sind die ersten Spiegel? Das sind auch noch die ersten Spiegel, ja. Das ist krass. Schön. Da fing das ja gerade so an mit diesen Fühlern nach vorne. Ne? Das war so die Zeit. Mit den Ameisen. Gab es noch seitlich dann hier so runter. Und dann, das sind so die ersten Jahre, wo die dann so nach vorne kommen. Ne? Komm, gehen wir einen Schritt weiter. Also ich bin schon ganz gespannt innen. Ich habe schon gesehen, Kirsche ist drin. Ja. Das fing dann, glaube ich, an mit Kirsche in Anfang der 2000er. War voll im Trend damals. Wenn du heute reingehst, denkst du, mein Gott, wer hat denn damals Kirsche entschieden? Aber vielleicht kommt es ja bald wieder. Ja, also ich sag mal, ja klar ist das schon ein paar Jährchen her, aber ich muss sagen... Ein gekapselter Generator ist mit drin? Das ist ein Marinegenerator, der eigentlich im Marinebereich eingesetzt wird. Ein Diesel? Ein Dieselgenerator, genau. Auch der läuft wunderbar. Wie am ersten Tag. Das heißt, der ist sehr leise, oder? Der ist super leise und du siehst eben hier die Kapselung, das Gehäuse und hier nochmal von uns zusätzlich gedämmt. Heißt, wenn die Klappe zu ist, ist der ja, recht leise. Und die Wärme, wie wird die abgeführt bei dem? Der hat ja einen externen Kühler. Okay. Also das sind ja eigentlich Umlaufgeneratoren, die das Seewasser ansaugen und dann gekühlt werden. Das geht natürlich hier nicht, weil wir kein Seewasser haben. Also gibt es da einen externen Kühler, der sitzt hier vorne hinter dem Gitter und darüber wird er dann eben gekühlt. Ne? Okay. Ah, okay, ich verstehe es. Das heißt, wie beim Fahrzeug vorne habe ich nochmal einen extra Kühler. Ja, funktioniert. Ganz genau. Das ist der Motor? In diesem Fall der Kühler. Der Motor ist hydraulisch der Kühler, ne? Wie funktioniert das? Das ist ein ganz normaler Wasserkühler auch? Nee, ich meine die Ansteuerung. Also die ist ja oft hydraulisch bei den Busmotoren. Weißt du nicht? Den Lüfter meinst du? Ja. Nein, der ist elektrisch. Ist elektrisch? Ja. Okay, super. Ja, das Heck, mach mal auf bitte, ganz schnell. Ich weiß, das wird teuer. Ja, guck dir auch so Rundeckprofile da oben an, wie sauber das aussieht, ja? Ich liebe das, Heiko. Hier ist abgeschlossen. Ja, das ist nicht schlimm. Brauchen wir jetzt nicht reingucken. Aber ich wollte nur mal gerade mal das Heck zeigen. Du musst noch ein bisschen höher machen, leider. Ja. So leid es mir tut. Er hat eine 100er Zulassung. Ist sie gültig weltweit? Nein, also ist die nicht. Das hängt vom Bundesland zu Bundesland. Ich glaube, das hat der Vorbesitzer sich nur so draufgeklebt. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. So, aber er ist ja eh nicht zugelassen, deswegen spielt es im Moment keine Rolle. Vielleicht kommt es ja auch wieder runter. Und ja, ich bin ganz, ganz beeindruckt, weil du sagst, das Fahrzeug ist 20 Jahre alt. Und wenn du siehst, das ist eben die Qualität von Vario Mobil. Wenn wir gleich mal reingehen, die Möbelqualität, du kannst wieder zumachen, wenn du möchtest, ja. Wegen dem Heizkosten. Großes Tor. Denn wir stehen mitten in der Servicehalle hier bei Vario Mobil. Krass, ein Omnis-Tor. Ich nehme an, du musst die ganze Zeit drücken, gell? Ich muss festhalten, ja, deswegen hat es so lange gedauert, sorry. Das stimmt. Hier ist auch der Motor drunter oder ist das schon Staufach? Das ist Staufach neben dem Motor und danach dahinter fängt der Motor an. Okay, und zeitgleich Regenschutz? Ja, genau. Also hier hast du jetzt die Möglichkeit, ich sag mal, Fahrräder oder einen Roller zu platzieren und dahinter fängt jetzt der Motor an. Okay, krass, schön. Hier siehst du zum Beispiel eine Möbelklappe, die dort liegt, weil der neue Besitzer, der dieses Auto gekauft hat, vorne einen Fernseher hat nachrüsten lassen, hatte das Fahrzeug nicht, was sehr selten ist. Und wenn der Fernseher wieder rauskommt, kann man sie reinmachen. Genau.
Victron Energy von damals oder ist die nachgerüstet? Nee, das ist mal nachgerüstet worden. Da ist immer mal wieder so ein bisschen technisch nachgebessert worden. Geht ja. Diese Komponenten gab es natürlich damals noch nicht so. Das habt ihr gemacht, die Nachrüstung? Oder? Ja. Okay. Das heißt, das ist gar kein Problem. Ich kann kommen und kann sagen, wenn ich jetzt Lithium will, beim Uralten geht. Selbstverständlich, ja. So, der ist neu, der Inverter, der Multiplus? Nee, der ist nicht ganz neu. Der ist vor ein paar Jahren mal reingekommen. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Aber ja, ist ja aktuelle Technik, sage ich mal. So, was ist hier mal drin gewesen? Das Fahrzeug hat die ganze Welt gesehen. Und der Kunde hatte dann zu der Zeit einen 110 Volt Umformer da drin. Das heißt, der war in den USA damit, genau, und hat dann eben über diesen Umformer Landstrom mit 110 Volt haben können. Toll. Ich bin begeistert. Also das Fahrzeug hat über 300.000 Kilometer gelaufen. Das ist aber für den Motor nix. Gar kein Problem. Aber ich wollte nun damit erwähnen, der hat nicht 20 Jahre in der Halle gestanden oder irgendwo trocken und gewärmt, sondern der hat auch was getan. Der wurde auch genutzt. Ihr habt den aber schon aufbereitet hier ordentlich. Nein. Gar nicht. Der ist nicht aufbereitet. Sicherlich ist der gewaschen worden. Aber ansonsten ist der so... Da waren es keine 20 Leute mit Pinselchen, nix. Nein, überhaupt nicht. Cool. Ja, das ist ehrlich. Also ich mag das. Denn ich sag mal, du kannst ja viel auch optisch rausholen, macht auch Sinn. Oft sehen die Autos dann nach 4 Wochen wieder genauso aus wie vorher, aber das ist kein Thema. Das mit dem Lack, der hat doch Klarlack drauf hier. Nein, der hat zum Beispiel keinen Klarlack. Das ist ein Unilack. Und beim Unilack hast du keinen Klarlack drauf. Diese Komponenten, die Metallicfarben sind, die haben Klarlack. Okay. Diese Grundfarbe, das ist ein Unilack ohne Klarlack. Und trotzdem steht er noch so da. Der hat keinen Gastank? Doch, der hat 2 Gastanks. 2 kombinierte, vorne im vorderen Bereich und zusätzlich die Gasflaschen. Toll. Plus den Generator. Plus Generator, genau. Plus wahrscheinlich noch Dieselzusatzheizung. Nee. Auch die hat er. Echt? Ja, die Autos waren damals auch schon super ausgestattet. Und ich sag mal, wenn du so ein Fahrzeug heute kaufst, dann kannst du alles damit machen. Du bist jetzt optisch, ja, nicht ganz up to date, aber ich finde die Autos super. Und das aber jetzt mal, ich sag mal, so ein Variomobil. Der hat ja einen ganz anderen Stellenwert, wie, ich sage jetzt mal, klar, ein Hymer auch, weil was du einen alten Hymer fährst, ist geil, aber so ein alter Variomobil, der hat ja seinen Wert, oder? Ja, natürlich hat er seinen Wert. Gut, er hat sein Alter und man muss immer gucken, wer begeistert sich dafür. Aber gerade für diese klassischen Fahrzeuge, sage ich schon mal, gibt es so viele Interessenten, die sagen, wir wollten immer schon mal ein Vario haben und jetzt haben wir die Chance für... Wasserfilter oder was ist das? Ja, das ist ein Trinkwasserfilter, der so ein bisschen das Wasser vorreinigt. Ne? Guck mal, da siehst du noch, guck mal da rein, da siehst du noch so Abdeckungen, die er auf die Scheinwerfer gemacht hat. Habe ich gesehen vorne. Da war nämlich hier, damit wenn ein Steinschlag oder sowas kommt. Genau, dann wenn der, weiß ich nicht, wo der dann war und dann hat er da diese... Ja, du darfst ihn mal gerade holen, mach mal drauf, das ist spannend. Der Heiko. Wie ist der Vorname von deiner Frau? Von meiner Frau? Ja. Simone? Ja, Simone, guck mal hier. Ich sag dem Heiko, was er machen soll, er macht's. Wie zu Hause. Wie zu Hause. Nee, aber toll. Ich habe mich nämlich eben schon gefragt, wozu sind diese Teile? Und das ist eine klasse Sache. Das wenn du jetzt halt beide da dran, beide Seiten, alle Clips drauf, dann hast du eben so ein bisschen Steinschlag, ne? Finde ich toll. Das heißt, wenn du unterwegs bist in Afrika, egal wo du bist, die bleiben heile. Ja, ganz genau. Super. So, prima. Wir gehen mal rein. Automatisch ausfahrbare Stufe. Genau, wenn du die Tür öffnest, fährt die Stufe raus. So, dann amerikanische Tür. Das war zu der Zeit leider noch so, da kam, ich sag mal, kurz danach kam die Umstellung dann auf unsere eigene Tür. Die ist wirklich aus Amerika, oder? Die ist wirklich aus Amerika, eben umgearbeitet mit unserer Füllung. Ja, da muss man sagen, dass die heutigen Türen da doch schon wesentlich besser sind. Ja, aber trotzdem, sie hält und hält und hält. Also nein, das Fliegengitter ist klasse. Du hast hier ein Fliegengitter, was natürlich auch so ein bisschen ja, dem Alter entsprechend ist, aber das funktioniert alles wunderbar. Das ist alles in Ordnung. Das habe ich nicht gesehen in Amerika. Die Fliegengitter, die sind alle so wie da. Ja. Das ist toll. So, die Stufen sind ein bisschen steiler, muss man sagen. Gut, je nach Höhe wollte man hier nicht zu tief einbauen und deswegen ist es ein bisschen steiler, ja. So, und jetzt sehen wir das schöne Kirchbaum, oder was ist das für ein Holz? Ja, das ist Erle Feuerlandkirsche haben wir das früher genannt. Ja. Erle Feuerlandkirsche. So, Teppich ist das immer noch der erste? Ja. Echt? Ja.
Quatsch. Ja. Nee, du willst mich hier... Nein, ist wirklich so. Das heißt, auch die Teppiche, die ihr einbaut, funktionieren. Ja gut, der hat auch eine gute Pflege bekommen. Das gibt es auch anders. Das ist jetzt nicht unbedingt typisch, dass so ein Teppich nach 20 Jahren noch da drin ist. Aber das ist hier in diesem Fall so, ja. Boah, ist der schön. Der ist richtig schön. Oder? Also das ist so schön. Ja. Warte mal, ich mach mal eins. Du hast die Breite, der ist 2,50. Was hat er hier? 2,46 hat er. 2,46, also fast 2,50. Guck mal. Ja. Eine alte Dometic. Ja. Schau mal, und hier hat der Kunde dann haben wollen eine Kühlung hier hinten in diesem Bereich. Ja. Was hat man gemacht? Keine zweite Anlage aufgebaut, sondern einfach die Luft hier über den Kanal reingeführt. Das habt ihr damals direkt gemacht oder kam das nachträglich? Ja, haben wir schon gemacht direkt. So, dann die Bosch mit drin. Das ist die Original Bosch von damals? Ja, das ist die Original 20 Jahre alte Bosch. Aber auch die wurde genutzt. Ja. So, Electrolux, das ist heute unbezahlbar, muss man sagen. Ich glaube, die sind aufgegangen in, was kann man, in was Electrolux aufgegangen ist. Aber damals war das hier High-End, oder? Das sind ganz tolle Kühlschränke. Ein Kompressor, oder? Nee, das ist ein Absorber. Ein AES. Du kannst hier eben auch umschalten. Ah, da steht noch AES, siehst du? Ja, da steht AES. Und auch von der Bedienung her, schau dir das an, wie einfach das ist. Einfach hier so ein Plastikhebelchen drücken und dann verriegelt der. Ja? Und, Made in Sweden. Ja, simpel und gut. Warte, ich zeig mal gerade mal, dass man so ein kleines bisschen mal das Raumgefühl hier sieht. Er riecht gut, das gefällt mir auch. Also ist nicht so, weißt du, so, hat nicht geraucht, der Vorbesitzer. Nee, ich glaube nicht. Nee, das wirst du riechen, glaube ich, oder? Ja, würde man riechen, ja. So, und das natürlich in Verbindung mit dem Busfahrgestell. Das Gewicht hier von dem, was wiegt der? Der wiegt 9.600 Kilo. Okay. 9.600 und hat natürlich Zuladung, oder? Zuladungswunder. Das ist ein 11,5 Tonner, genau, also 2 Tonnen Zuladung. 2 Tonnen Zuladung? Ja. Der Heiko, ja. Krass, dass sie damals schon dass der Fernseher, der dazu kam. Das ist der jetzt nachgerüstet wurde. Den habt ihr angebaut? Den haben wir angebaut, ja. Der Kunde wollte es halt nicht integriert haben und er kann jetzt diesen Fernseher abnehmen und wieder die Originalklappe einsetzen und dann ist alles wieder original. Das war ihm wichtig. Warte, ich setze mich gerade hin. Ja, also vom Blickwinkel her ist es okay. Also ich persönlich mag ein bisschen tiefer, aber ich meine, das ist ja Kundensache. Das ist der... Ja, das funktioniert aber auch. Also das ist ganz okay. Heiko, du darfst mal hinsetzen. Denn ich will mal gerade mal sehen, wie du an einem Produkt, was du vor wahrscheinlich 22, 23 Jahren gestaltet hast, heute noch drin sitzt. Wie lange hat der gestanden bei euch? Der hast du ja in Zahlung genommen, nehme ich an? Nein, den haben wir nicht in Zahlung genommen, sondern die Kunden hören auf. Die wollen das Hobby nicht mehr weiter betreiben. Also die haben dich gefragt, ob du... Und somit haben wir den im Kundenauftrag verkauft, ja. Der hat nicht lange gestanden. Ich hatte sogar mal überlegt, ob man den nicht in der Ausstellung hat, um den eben zu präsentieren. Aber am Ende hat sich ein guter Käufer gefunden, der gesagt hat, Mensch, ich mag diese klassischen Autos und der freut sich sehr auf das Auto und wird es dann jetzt die nächsten Tage übernehmen. Ganz ehrlich, also wenn du hier jetzt anfangen würdest, jetzt irgendwelche Sachen in Anführungsstrichen zu verbessern. Du würdest viel verschlimmbessern, glaube ich. Ich glaube, der hat einen Patina jetzt, der ist jetzt noch, wenn du noch 10 Jahre wartest, ist es wie der Mercedes-Benz, der draußen steht, weißt du? Das ist ein Klassiker. Hier ist alles noch original, alles. Die Gardinen... Selbst die Polster sind die ersten. Ja, das musst du dir vorstellen. Und ja, jetzt kann man über solche Rüschen hier so ein bisschen streiten. Ist das schön? Nee, es ist gut, drin lassen. Das passt ja zum Auto und das ist ja der Charme des Autos. Und ich finde, sowas sollte man nicht auseinanderreißen. Und das ist genau das, was ich bei PKWs mag. Eben, da hast du manchmal Farben, wo du sagst, oh, aber das passt halt zu den Autos. Und eben auch solche Rüschen, solche Gardinen, das gehört dazu. Also nochmal, der hat 2 Gastanks, der hat eine Diesel-Zusatzheizung, der ist voll. So, und ich sehe gerade, der rote Bereich fängt an bei unter 2,5. Das heißt, du wirst ihn wahrscheinlich bewegen, so mit 15 Umdrehungen. Der Motor kann gar nicht kaputt gehen. Der hat wahrscheinlich 47 Liter Hubraum. Ja, 47 nicht, aber
Genau, den kannst du nicht kaputt machen. Du hast ja auch ein Automatikgetriebe. Ein ZF? Ein ZF-Automatikgetriebe. Dort siehst du die Wählknöpfe, sage ich mal. Der hat einen Retarder. Klär den Leuten mal, was ein Retarder ist, bitte. Ein Retarder ist eine Wirbelstrombremse. In diesem Fall eine Bremse, die sogar im Automatikgetriebe mit verbaut ist und ich über einen Hebel mehrstufig hier abbremsen kann. Und verschleißfrei. Verschleißfrei eben. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, sucht man nachher im PKW, diesen Hebel. Das stimmt. Ich kriege jetzt keinen. Das ist natürlich so, da muss man natürlich den Berg ungefähr so schnell runterfahren, wie man ihn hochfährt. Das ist die einzige Bedingung und dreht ordentlich hoch. Ja. Aber es war eine Entscheidung, musste wissen, weil so ein Retarder wiegt nämlich auch einiges. Der wiegt schnell mal 100 Kilo, Ja. Je nachdem, was du für einen hast. Beim Automatikgetriebe, das ist ja noch eine Wandlerautomatik. Du hast ja heute immer automatisierte Schaltgetriebe. Diese Wandlerautomatik, da hast du ja keine Motorbremswirkung in dem Sinne. Und da macht ein Retarder dann schon manchmal Sinn. Okay, das heißt, der hat auch gar keine Motorbremse. Nee, hat er. Da macht ein Retarder echt Sinn. Die Sitze, das sind die Originalsitze? Nein, diese beiden Sitze sind mal nachträglich gekommen. Das hatte mit der Luftfederung zu tun, die er vorher nicht hatte. Deswegen wollte er hier diese... Isri. Ja, das sind spezielle Sitze, die haben wir mal nachgerüstet. So, ich zeig's mal gerade hier vorne. Ja, wenn ich mal kurz reinsetzt, bitte. Nee, in die Sitzgruppe. Achso, so. Ich will mal gerade die Proportionen zeigen. Du bist 1,84 groß. Also die Proportion ist riesig. Du kannst hier sogar ein Schläfchen machen auf der Couch. Ja. Das ist ohne, dass du ins Bett rein musst. Du könntest sogar mal hier übernachten. Kann man die wegnehmen, die Polster? Hinten. Die kannst du wegnehmen. Ah, die haben Klett. Sind halt nur angeklettet. Da hat man ein Bett. Und dann könntest du da schlafen, ja. Also ich würde da schlafen. Also zumindest wenn. Dann Barsitzgruppe. Das ist ein Traum. Das ist natürlich krass. Das heißt, du hast eine tolle Barsitzgruppe. Und der Altbesitzer hat quasi aufgehört. Genau, die hören auf. War traurig? Aus Altersgründen, ja, das ist eigentlich immer so. Das ist schon ein bewegender Moment, muss man sagen. Da geht ja eine Ära zu Ende. Und das ist ja nicht nur das Auto abzugeben, sondern das ist ja ein Stück Lebenszeit, Ära, die zu Ende geht. Und ja, da kommt es schon ein bisschen hoch dann, ja. Heiko, ich habe bei Morelo im Werk den allerersten Morelo gefilmt. Den haben die zurückgekauft. Habt ihr den allerersten Vario Mobil gekauft? Nein, haben wir nicht. Gibt's den nicht mehr? Ich glaube doch, dass es den gibt. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Das verschwimmt auch so in der Vergangenheit so ein bisschen. Was war wirklich der erste und so. Da ist das noch nicht so sauber dokumentiert worden, wie es heute gemacht wird. Und da ist das nicht so ganz klar, muss man ehrlich sagen. Habt ihr ältere zurückgekauft? Ja, wir haben immer mal wieder ältere Fahrzeuge hier. Wir haben auch noch einen 2000er Alkoven hier, der ähnlich gut dasteht. Und aber der ist wirklich klasse. Rost? Gar nicht? Nein, also sehr, sehr, sehr wenig. Gut, man muss das Chassis unten immer angucken und ein bisschen bearbeiten, das ist so. Und da musst du auch mit... Ist aber nichts, wo der TÜV sagt, hier... Nein. Da ist vielleicht ein bisschen Flugrost oder so. Ja. Okay, verstanden. So, jetzt hat man unglaublich viele Klappen. Mach mal so eine Klappe auf, bitte. Man sieht, wie die Verarbeitung, Gasdruckfedern, wie krass. Und die funktionieren sogar noch. Das sind noch keine Gasdruckfedern, das sind einfach Federn. Hier sind nur Federn drin, mechanische Federn. Siehst du das? Die funktionieren. Ja. Gut, die kann man ja tauschen, das ist ja problemlos. Ne? Also die funktionieren wie am ersten Tag, so muss man sagen. Aber die Gasdruckdämpfer heute sind schon besser. Ne? Aber sie funktionieren wie am ersten Tag. Also die halten oben. Ja. So Steckdosen drin, klappern, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten. Nein, auch hier, guck dir das an. Das ist einfach, das ist doch Wahnsinn. Das ist einfach... Luftfahrwerk? So ein Bus ist voll luftgefedert, Vorderachse, Hinterachse, genau. Gut, da ist natürlich der Möbelbau, der wird überhaupt nicht strapaziert, weil der läuft ja er gleitet wie auf Federn. Aber generell wird der Möbelbau bei uns nicht strapaziert, weil unsere Karosse immer selbsttragend ist und der Möbelbau nicht in die Statik eingebunden ist. Also wird der generell nicht sehr strapaziert. Also die Strapazen, die so Möbel mit, also oft ist ja so, wenn du jetzt ein neues Wohnmobil kaufst, gerade Einsteigerklasse und so, die Möbel sind ja am Anfang okay, aber die arbeiten ja massiv und überall, wo gearbeitet wird,
das ist ja Verschleiß. Und dann irgendwann sind sie kaputt. Ja, und dann habe ich noch einen Leichtbau, wo ich nicht mal ordentlich eine Schraube reindrehen kann. Die arbeitet sich dann raus. Was mache ich dann? Dann mit so Luftdübeln oder irgendwas. Das ist alles schwierig. Und das ist einfach schön, wenn du da mal sagen kannst, hier, ich kann hier auch mal eine Schraube reindrehen. Und, so, du darfst ja mal öffnen, Heiko. Sei mal so lieb. Ich will mal drunter gucken. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Alles gut. Zwei Spülbecken, Original-Spülbecken. Original-Spülbecken, du siehst auch, die sind halt benutzt. Ja, das bleibt nicht aus. Aber ist total klasse. Ist das Material, ist das Korean oder? Nee. Ja. Ja. Das ist Korean, damals schon. Auch damals schon, ja. Hier siehst du noch mit einer schön eingefrästen Abtropfkante und so weiter. Auch natürlich hier von uns selbst gemacht alles. Hier das ist ein Gas-Ceran-Kochfeld. Gas, das war ja damals ein Vermögen gekostet, oder? Von Kramer? Ja, die waren nicht ganz günstig. Es gibt Kramer nicht mehr, oder? Nee, die gibt es nicht mehr. Ich sag mal, die sind auch nicht so ganz unproblematisch, weil sie halt von hier die Luft ansaugen. Und wenn sich der Druck im Fahrzeug ändert, während die Flamme hier an ist, kann ja ausgehen. Dann kann der schon mal ausgehen, ja. Ich sag mal, du machst die Tür auf, der Druck ändert sich und dann geht der aus. Aber wenn sie laufen, dann laufen sie eigentlich ganz gut. Da hinten, was da drin? Das sind Abfalleimer. Echt? Ja. Hast du heute gar nicht mehr? Doch, haben wir heute noch genauso. Habt ihr genauso? Haben wir genauso, aber nicht mehr in dem schönen Grün, sondern in Grau. Und das Schöne ist, du kannst hier auch mal ein bisschen weiter gucken, was da unten so los ist und so weiter. Das ist wie am ersten Tag. Das ist da wie am ersten Tag, ja. Unten drunter. So, Mikrowelle haben wir gezeigt. Hier vorne. Was sind das? Schuhe? Das sind Schuhfächer. Echt angeschrägt, so gar nicht nur 1, 2, sondern ganz viele. Ja. Weil ich sehe meistens immer nur 1, 2, da denkst du, ey, die Leute haben noch mehr wie 2 Schuhe. Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist hier? Ach, das ist euer Display von damals. Das alte Panel halt noch. Das sieht original aus wie ein CB-Funkgerät von damals. Ja. Mit den analogen, aber funktioniert immer noch. Das funktioniert super. Guck mal, selbst die Uhrzeit wird richtig angezeigt. Die kannst du auch ausschalten. Nicht? Während der Nacht, wenn du hier vorne schläfst, ist das ja zu hell, wenn du die helle Uhr anhast. Das ist die alte Heizung mit der Bedienung hier. 1000 Watt, 2000 Watt, Gas, Umweltpumpe, hier Hauptschalter. Batterien, Frischwasseranzeige, Wasserpumpe schaltest du hier ein. Ja, ist eigentlich ausreichend. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf, da, mal drunter gucken. Habt ihr noch Platz? Das ist Ware, guck dir das mal an. Hast du es schon gesehen? Ja klar, du hast ja gebaut. Ich habe schon gesehen. Ihr habt aus Edelstahl, was ist das da drunter, die Abdeckung? Alu ist das, okay. Ich liebe ja die Dometic hier oben, das ist ja der Hammer. Oh, ich komme gar nicht drüber weg. Sehr schön. Ja, Schubladen, mach mal Schubladen auf. Ich will mal sehen, wie die rollen. Nee, das gibt's doch nicht. Wie am ersten Tag? Ja. Gut, die waren nicht selbstanziehend damals? Ich glaube, das gab es da noch gar nicht zu der Zeit. Das hat es keiner verlangt, glaube ich. Oder das hat keiner verlangt. Das hat keiner vermisst. Aber auch wunderschön. Ne? Und diese Massivholzfront, schau dir das an, das ist ein Massivholz. Ein 3-Schicht verleimtes Massivholz. Mit einem Facettenschliff, so haben wir das genannt. Das kannst du heute gar nicht mehr bauen. Weil es das Holz gar nicht mehr hergibt. Das ist qualitativ so. Nein, das liegt an was ganz anderem. Die Leute, die es gebaut haben, haben es nicht an die Nachfahren übermittelt. Deswegen wissen sie nicht mehr, wie man es baut. Aber ich war ja dabei, also ich wüsste das wohl noch, wie das war geht. Spaß. So, ich wollte nur. Ja. Da ist noch ein Schränkchen. Ist das für Kleider? Das ist ein Apotheker. Wow! Hallo Heiko. Hallo. Krass. Schön groß, schön breit. Ja? Der ist leider schon weg. Der ist nicht mehr zu haben, der hier. Der wird, glaube ich, in Kürze ausgeliefert. Der wird in Kürze ausgeliefert, ja. So ist es. So, jetzt kommen wir zum Master Bedroom. Der ist so geräumig, dass... Jetzt vielleicht erstmal die Zwischentür. Mach die mal bitte zu. Mal gucken, wie die rollt nach 20 Jahren. Also hier drückst du drauf, dann kommt der Hebel raus. Ja. Und jetzt musst du hier oben den entriegeln. Wir wollen, dass wenn der während der Fahrt vergisst zu verriegeln, fällt der einmal in die Richtung, ist verriegelt, ist fest. Deswegen muss ich den hier oben verriegeln. Wie am ersten Tag. Toll. Kannst du machen. Das ist, das Schöne ist ja, wenn du es gleich am Anfang richtig machst, ja, oder? Ja. Dann hast du jahrelang Spaß daran. Das ist das. Und guck dir das an, fass das an. Das wird auch die nächsten 20 Jahre so funktionieren. Ist das nicht blöd für euch? Ihr könnt nie neue Fahrzeuge verkaufen?
Naja, es gibt ja schon den einen oder anderen Kunden, der dann mal sagt, ich möchte doch was Aktuelleres haben. Aber das liegt halt in unseren Genen, zu sagen, Die macht's richtig. wir wollen langlebig bauen und wir können das nicht anders. Das ist so. Ich sage das in der Werkstatt immer mit den neuen Elektroautos, habe ja gar nichts mit zu tun. Da sagt er, dafür kommt was anderes. Also dann, die Reifen müssen noch gemacht werden, das muss noch. Ja, der Schrank, Spiegelschrank, was ist dahinter? Ja, da ist eben, kann ich so öffnen und habe dann eben die Möglichkeit, hier was zu stauen. Gut, Problem hier ist der C-Führerschein, glaube ich. Die Zielgruppe ist ja nicht so riesig, weil du brauchst einen LKW-Führerschein. Oder gibt es viele, die einen haben? Aber der so ein Fahrzeug sucht, dann noch einen Heckmotor, 9 Meter, so ein Fahrzeug gibt es einfach nicht als 7,5 Tonner. Und ich sag mal, wer realistisch ein Auto sucht, der weiß, dass er einen Führerschein haben muss. Okay, verstanden. Hier drunter guck dir mal das Waschfeld an. Gut, du hast es ja geplant. Okay, ich sage immer so, Heiko, guck dir. Ausziehbar, damals. Ja, nicht sehr weit, aber immerhin. Ja, aber der Vorteil ist, wenn es so rauskommt, du kannst es dann einfädeln. Das geht ja sonst nicht. Ja. Cool. Ja, der Kleiderschrank sehr klein. Doppelter Kleiderschrank. Doppelter Kleiderschrank, genau. Doppeltüren. Oh, warte, da muss ich mal ganz langsam draufhalten. Da stehen die Leute total drauf. Das ist wirklich so easy, dass du sehen kannst, welche Sicherung kaputt ist. Ja, und wenn du es nicht weißt, dann ist es hier halt noch beschrieben. Ja, da ist genau gekennzeichnet, was wofür ist. Wie habt ihr das damals gemacht? Gedruckt. Das ist gedruckt und dann eine Folie drüber. Hier draufgeklebt. Genau. Und ist aber wie heute, das ist nicht kaputt gegangen, nicht abgeblättert, nix. Ja, und super praktisch. Du hast es halt immer dabei und brauchst nicht irgendein Buch rausholen oder so etwas. Und guck mal, schwenk mal da links rüber. Da hast du das Typenschild. Grundfarbe, Rolls-Royce Weiß. Schürzenfarbe, DB 702 Rauchsilber. Streifenfarbe 1, Neongrün. Und so weiter. Cool, oder? Okay, das heißt, du kannst in die Unterlagen gucken, kannst sagen, das war die Farbe, wenn du mal was nachbessern musst. Ja. Da oben ist HFL PowerGen, das ist der Generator, der allein schon Vermögen kostet, der ist mit drin. Die Zeituhr ist der Hammer, guck mal hier, mechanisch. Die funktioniert, weißt du, die kann jeder Depp bedienen. Ja. Das ist Eieruhr. Eieruhr. Warte mal ganz kurz. Also nichts, will nicht sagen Depp, aber du weißt ja, wie es heute ist, weißt du, willst ja irgendwas programmieren. Betriebsflasche, die beiden, okay, verstanden, Reserveflasche, eine Sonatic L, das heißt, du konntest den Füllstand damals schon sehen. Ja. Über Sonar. Konntest du hier checken. Ich bin stolz auf dich, Heiko. Warte mal kurz, ich muss mal unten reinhalten. Was ist das für ein Ding? Da, nee, das Brett da rechts. Das ist ein Einlegeteil für einen Tisch. Du kannst ja den Tisch ausziehen. Oh, ein bisschen breiter machen. Und dann kannst du das Teil einlegen und dann ist der Tisch größer. Und da gibt es das zweite Einlegeteil. Das geht dann über Eck. Okay. Vergrößert den Tisch nochmal so im Winkel. Ganz cool. Gut, das heißt, du kannst dann, damals ging das ja noch, du konntest dann 60 Leute aus 9 Hausständen konntest du in dein Wohnmobil 60 einladen. nicht, aber 50 könntest du einladen. Ist hier unten drunter, unter dem Teppich, was ist denn da? Den kann man ja, der ist jetzt komplett hier gekettelt. Ja. Was ist da vom Boden drunter? Hier ist zum Beispiel also da ist ein Teppich unter dem Teppich. Ganz normal Teppich drüber. Ich hatte nur in dem Bereich noch einen separaten draufgelegt. Das macht Sinn, oder? Weiß ich nicht. Ja, wir haben heute natürlich im Badbereich nicht unbedingt mehr Teppich. Ist da Fußbodenheizung eigentlich? Ja. Das war früher aber doch dann Standard, auch im Badbereich, im Toilettenbereich noch Teppich zu haben. Ne? So, die gute alte Vakuflasch, wir haben es gerade eben drüber gesprochen, wie im Flugzeug. Sitzt sie auch unterm Tank? Nee, das ist ja so, wie wir eben gesehen haben. Das wird so ein bisschen umgeleitet und sowas alles. Da ist halt dann schon ein bisschen mehr Technik dahinter. Ne? Und das muss man schon sagen, das ist heute schon mit der ganz normalen Wasserspültoilette doch noch ein bisschen besser. So, ich zeige mal gerade, das ist der Toilettenpapierabroller. Damals war ja der Wert vom Klopapier nicht so groß. Vakuflasch ist hier mit drin. Dann das Heki. Ich zeige mal das schöne Heki. Das ist Original Heki. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das mal nicht nachgerüstet wurde. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Nicht schlimm, aber die Dusche schon damals riesig. Oh, guck mal. Hier mit einer Verriegelung. Simpel, ja. Die hält aber, die klappst du hoch und dann schiebst du sie auf. Stimmt, die geht ja nur zur Seite, die hat nicht groß was zu halten. Ja, alles in Ordnung. So, die Dusche ist wie zu Hause, also riesig. Die Stehhöhe, du bist 1,84 und guck mal, wie viel Platz da noch ist. Ich meine, klar, das geht noch ein bisschen hoch, aber in der Dusche, aber das ist riesig. Ja gut, aber hier hast du immer Stehhöhe. Das hängt ja mit der Dacherhöhung zusammen, die im vorderen Bereich ist. Ne? Liebe Leute,
Ihr könnt ihn nicht mehr kaufen, also braucht auch nicht beim Heiko anzurufen. Das hast du selten, dass du mal Fahrzeuge reinkriegst, oder? Variomobile selber. Ja, das kommt schon mal vor. Gut, dass die jetzt 20 Jahre alt sind, nicht unbedingt, gibt's auch, aber natürlich kommen jüngere Fahrzeuge dann schon mal eher zurück. Du hast den Kunden wahrscheinlich über die ganzen Jahre immer wieder mal gesehen, hier im Laden? Ja, der war recht regelmäßig hier und hat dann diverse Sachen auch am Fahrzeug machen lassen. Und ja. So, das Bett, das ist ein Querbett, oder was ist das? Das ist ein Querbett, wo du jetzt einfach nur hier zur Seite ein bisschen reinschlüpfen kannst. Und da ist dann so ein kleiner Nachttisch. Das ist auch schon damals auf Kundenwunsch entstanden so. Und das wollten die so. Das hatten sie sich so überlegt und fanden das einfach toll. So. Der war schon drin, der Fernseher? Nein, der ist jetzt nachgerüstet worden für den nächsten Kunden. Gut, ist ja heute so. So, dann habe ich noch eine Besonderheit. Hier kann ich nochmal zumachen. Ich kann mich also vereinzeln im Bad. Genau. Komplett. Ich kann hier nochmal zumachen, dass jemand sagt, oh, ich bin schon hier hinten im Schlafbereich. Und in der richtigen Tür, das heißt doch auch eine tolle akustische Entkopplung. Ja. Guck mal, auch hier, diesen Lack, das haben wir damals Perlmutt genannt. Siehst du das, dass er so ein bisschen Perlmutt-Effekt hat? Ich weiß nicht, ob das auch in der Kamera rüberkommt. Nee, nicht wirklich, aber schon. Das heißt also, der schimmert so ein bisschen, der würde jetzt in der Sonne... Das siehst du hier in der Rundung so, ne? Da hast du so einen Perlmutt-Effekt. So, der würde in der Sonne auch die Farbe ändern. Aber auch damals schon original so. Ja, in der Sonne die Farbe ändern, ja, wenn die Sonne hier reinscheint, ja. Krass, guck mal hier, das ist kein LED. Nee, das ist noch wirklich Halogen. Können wir ja, es gibt die gleichen Birnchen jetzt übrigens auch als LED. Ja, kannst du rausziehen, reinstecken und auf LED umrüsten, wenn du möchtest. Toll. Was ist hier oben? Ah, das ist die Klimaanlage. Das ist eben die Weiterführung der Klimaanlage, die hier durch den Schacht nach hier hinten reingeleitet wird. Guck mal hier, wie geil. So eine damalige Handtuchstange, die wir auch selber gebaut haben. Ne, damit aber hier der Perlmutt-Effekt ist schon krass. Jetzt kommt er richtig raus. Ja. Ja. Sehr edel, gefällt mir gut. Und überall schöne Haken. Die waren damals schon drin, die Haken? Die sind original, ja. Boah, der steht echt gut da. Auch so ein Wandbelag, ne? Oder auch in der Dusche, wo viele fragen, Mensch, funktioniert das? Ich kann nur sagen, schaut euch das nach 20 Jahren an, wie das funktioniert. Siehst du da irgendwo, dass da was nicht in Ordnung wäre? Ja gut, ist auch Haustechnik, ist wie zu Hause. Oben noch ein elektrischer Lüfter. Der war schon drin damals? Ja. Ich meine aber auch speziell den Wandbelag, der ja so ein bisschen rau ist, wo man vermuten könnte, achso, das sieht so aus wie so eine Tapete. Tapete, ne? Nee, ist aber nicht. Funktioniert super, ne? Das ist ein Weichschaumdekor. Weichschaumdekor. Heiko, da warst du, wie alt warst du damals? 9? Da war ich 9, ja, nicht ganz, lass mich rechnen. Ich muss dann gewesen sein 27, 26. So ungefähr, ja. 21 Jahre alt. Und der steht da, als wäre im Showroom gewesen. Heiko, ich muss los. Deswegen, aber du hast gesagt, du musst dir dieses Auto unbedingt nochmal angucken. Habe ich jetzt getan. Das Coole ist eine Barsitzgruppe mit drin. Der Tisch war damals noch nicht freitagend, oder? Nee. Nein, der hat eine Stütze und die zieht sich halt mit raus, wenn du den Tisch rausziehst. Da kannst du die Verlängerung reinmachen. Hier hat er jetzt noch ein Fach eingearbeitet, wo du Sachen reinlegen kannst. Ja, und hier kannst du jetzt die Verlängerung reinmachen. Okay, verstanden. Aber toll, ich bin begeistert. Hier vorne wäre dann nochmal der Sitzplatz mit drin. Heiko Hülsmann von Variomobil. Was ist deine Aufgabe hier im Unternehmen, wenn man dich jetzt ersetzen würde? Wie viele Mitarbeiter bräuchte man Stand heute? 2? Also, letztendlich ist ja jeder ersetzbar. Das ist so mit Sicherheit. Aber wir machen schon sehr, sehr viel. Also ich sag mal, der erste Kundenkontakt bis zur Auslieferung des Neufahrzeugs geht dann über meinen Tisch. Und ich finde das ganz schön, wenn ein Kunde sich ein Fahrzeug bauen lässt, dass er dann einen Ansprechpartner hat und nicht durchgereicht wird und irgendwie weiß der Nächste nicht mehr, was der andere gesagt hat. Setz dich mal kurz hin. Ich habe noch 1, 2 Fragen an dich. Deswegen müssen wir uns unbedingt mal unterhalten, weil das heißt, du bist eigentlich der Ansprechpartner, ihr verkauft zwischen 15 und 20 Fahrzeuge im Jahr plus ein paar Gebrauchte noch, sage ich jetzt mal. Genau. Und man trifft dich oft dann im Beratungsgespräch? Ja, eigentlich regelmäßig, genau. Okay. Und die Kunden kommen halt mit der ersten Idee und dann setzen wir das um. Manche fangen mit dem Grundriss an, die nächsten sagen, nee, ich weiß, das Chassis möchte ich, die Größe möchte ich. Und so konstruiert, entwickelt man ein Auto. Und
Da geht es dann um Gewichte, wie können die eingehalten werden, welche Tankgrößen kann ich realisieren, welcher Pkw soll rein und so weiter. Und das wird dann in der Konstruktion umgesetzt. Und ich begleite eben die gesamte Produktion und der Kunde, also ich bin für den Kunden immer Ansprechpartner an der Stelle. Und was gibt dir Variomobil außer Geld? Ist das Gefühl, unglaublich vielen Kunden ich meine, der war jetzt 20 Jahre unterwegs auf der ganzen Welt. Und wenn er aufhört, wird er wahrscheinlich nicht der Jüngste gewesen sein, als er aufgehört hat, ja. Und der hat Spaß gehabt mit euren Autos, oder? Ja, absolut. Es gibt hier Bilder von dem Auto, wo du wirklich hier auf dieser Couch jemanden sitzen siehst mit einem Gewehr im Anschlag. Da sind die wirklich über einen Streifen gefahren mit dem Auto, wo die nur mit Begleitung eines Soldaten rüberfahren konnten. Dieses Bild gibt es von diesem Auto auf dieser grünen Couch. Also das ist schon... Der hat die ganze Welt 300.000 Kilometer. Und war das jetzt ein Saisonfahrzeug, was die nur im Winter oder sind die auch jetzt im Sommer oder wann die? Regelmäßig immer gefahren, das ganze Jahr über. Und die waren auch in Afrika damit, oder? Ja, also die waren überall. Ich kann es nicht aufzählen, aber Amerika. Die waren überall auf der Welt, in Amerika, in Afrika, die waren überall gewesen. Ein internationales Auto, ein Auto, was sehr viel gesehen hat. Also, wir sind bei Variomobil, haben heute ganz viele Videos gedreht. Und ich finde toll, dass du mir den noch gezeigt hast. Ich hatte ihn schon ganz vergessen, weil du hast mir am Anfang gesagt, wir haben das Auto. Und dann war es noch hinten, aber du warst mir nicht mehr ganz sicher, weil wir so viel gefilmt haben. Ich bin ja, ja so, ist ja auch schon spät jetzt, aber hat sich gelohnt oder hat sich das nicht gelohnt? Hat sich gelohnt. Also ich bin ja so dankbar, dass wir das Auto zeigen konnten. Schön, ja. Weil auch das Grün, ich würde den genauso, ich würde den so lassen, wie es ist. Weil du kannst es nur noch schlimmer machen. Du kannst es nicht besser machen. Sehe ich genauso. Also diese Kombination, dieses dunkelgrün mit diesem schönen satten Holzfarbton, das ist doch ein Traum. Und ich sag mal, dann muss man auch eben diese 20 Jahre wahren und nicht versuchen, jetzt hier irgendwas umzumodeln. Ich glaube, das kannst du nicht gut hinkriegen. So, und das heißt, der Neubesitzer muss noch 9 Jahre warten, da kriegt er ein H-Kennzeichen, oder? Ja. So, hat den Vorteil, darf er wieder nach Stuttgart rein. Ja, genau. Ja. Schön. Ja, Heiko, ich bedanke mich bei dir. Ihr seid in Bohmte, das ist in Niedersachsen, ja genau, aber unweit von der Grenze nach Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, ihr könnt rüber spucken. Ja, und 5 Kilometer von hier fängt Nordrhein-Westfalen an. Gibt auch einige Mitarbeiter natürlich aus dem Bereich dann dort. Echt, die stellt ihr auch ein aus Nordrhein-Westfalen? Ja, schwierig, aber nein, natürlich, selbstverständlich. Okay, Spaß war sein. Okay, prima. Ja, große Busscheibe, ist das die erste Scheibe? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das ist aber die Busscheibe jetzt MAN oder ist das auch wieder eine eigene? Das ist eine MAN-Scheibe. Ja. Also das Original Buschassis ist hier drin. Das heißt, ihr habt den fixen fertig auch im Aufbau bekommen. Die Seiten auch waren schon da. Ihr habt den dann reingebaut. Oder die Seiten sind auch von euch. Das ist genau so komplett von uns gefertigt worden. Wie wir das heute gesehen haben. Wir haben nur einen Buggy bekommen. Ein Buggy ist ein Fahrgestell mit kurzem Radstand, wo du einen Heckmotor hast, Achsen hast und dann machst du den Radstand selber hier vor Ort und baust eben die Kabine auf. Es gibt aus der Zeit ein ganz cooles Foto, wo ich auf so einem Fahrgestell sitze. Da sitzt ein Campingstuhl da hinterm Lenkrad und wo ich dann über die Straße fahre damit, mit so Fliegerhelm auf und sowas alles. Das sieht ganz wild aus. Also so startet man mit so einem Busaufbau nachher. Und das war wie hoch das Bußgeld, was du bekommen hast? Ja, das ging zu der Zeit noch. Also, ist verjährt, oder? Ja, sprechen wir nicht drüber. Super, klasse. Komm, wir gehen mal raus, dann machen wir eine kurze Abmoderation vom Fahrzeug. Ich hoffe, ich werde die steile Treppe nicht runterfallen, aber es haben ja andere auch überlebt. Ich mach schon mal aus. Mach mal aus, ja. Und übrigens Victron Energy mit Netzausgleichsteuerung hier eingebaut, problemlos. Und dann zeigen wir noch mal kurz von vorne. Und da ist er, 20 Jahre alt, Vario Perfect. Hat der noch eine Nummer gehabt damals? Der hieß damals schon immer längenbezogen und somit hieß der Vario Perfect 900. 9 Meter lang. Ja, genau. Tschüss Heiko. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. 7.1.2021. Live aus Bohmte. Nee, fast, aber aufgezeichnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.